Never have I ever seen an Ersti guide for Lehramtsstudenten. Come on. I checked out YouTube and I didn't find one. Also es gibt sehr viele Ersti-Videos, aber nicht spezifisch auf Lehramt. Es gibt sehr viele für Psychologie und Medizin, Jura, aber einfach nicht fürs Lehramtsstudium. And that's why I'm here putting out a video for you so you can benefit from it. Who's that? It's Mai. Mein Name ist Mai, ich bin Lehramtsstudentin im 3. Semester und studiere Englisch und Informatik. Und ich habe die für mich wichtigsten Sachen gesammelt, damit du einen smootheren Einstieg im 1. Semester hast und dich nicht durchboxen musst, wie ich und meine anderen Kommilitonen im 1. Semester. Folge den Timestamps in den Beschreibungen. Let's get started mit der Organisation. Informiere dich über die Homepage, über die Kommilitonen, über die Syllabus, über den Studienverlaufsplan, everywhere, die E-Mail, wo du Informationen finden kannst. Wenn du das mitbekommst, dann trage es direkt ein. Was ich damals gemacht habe, ist, dass ich eine E-Mail bekommen habe, wo dick und fett in schwarz oder rot eine Abgabe oder eine Frist stand und ich mir dachte, ja, ich mache das später. Guess what? I didn't do it. I missed the deadline. Wenn es weniger als 2 Minuten dauert, dann mach es einfach direkt. Dann hast du es hinter dir, du hast es nicht vergessen. Set a reminder, save yourself some stress und hab einen smootheren Einstieg. Finde einen Ort, wo du alle deine Dokumente hast. Ich habe damals Google Drive und OneDrive benutzt. Ich hatte nur einen Laptop und habe alles dort gespeichert. Ich habe mir meine Notizen auf OneNote, auf Google Docs und auf Word gemacht und dann in meiner Google Drive gespeichert. Ich hatte verschiedene Folders. Mittlerweile habe ich ein besseres System gefunden. Ich mache alles auf Google Classroom. Ich werde das auch in diesem Semester und in den nächsten Semestern benutzen. Und ich kenne viele von meinen Freunden, die ein iPad haben und GoodNotes und Notability benutzen. Wenn du das hast, dann tu das. Wenn du nur einen Laptop hast, dann könnte ich Google Classroom empfehlen. Dann würde ich empfehlen, einen Lernplan bzw. einen Wochenplan zu haben. Den Lernplan brauchst du erst, wenn die Klausurenphase ansteht, aber den Wochenplan brauchst du from day one. Ich mache immer am Sonntag einen Wochenplan und bevor ich schlafen gehe, eine tägliche To-Do-Liste. Ich benutze Google Calendar für den Wochenplan. Es gibt aber auch einen Apple Calendar oder Student und dort habe ich feste Termine, meine Hobbys, meine Kurse und andere Sachen, die wichtig sind, schon eingetragen, also nach dem Prinzip des Time-Blockings. Und da weiß ich auch immer, okay, das steht an, hier habe ich eine Hausaufgabe für meine wöchentlichen oder täglichen To-Dos, für Reflections, meine Kurse und weiteres. Also dazu mache ich auch noch ein Video, benutze ich Notion. Das ist eine Note-Taking-App, wo du wirklich sehr viele Sachen machen kannst. Ich finde die App so cool, die ist kostenlos und ich benutze sie schon seit 1,5 Jahren. Dazu werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Einen Workplan brauchst du auf jeden Fall fürs Studium, da du alles selber organisieren musst, selber lernen musst und gucken musst, wo werde ich etwas reinpacken. Deswegen kann ich nur empfehlen, mach einen Wochenplan, benutze Google Calendar, Apple Calendar, Studio Pro und Notion. Dazu noch ein Video, aber you need it. Du kannst nicht einfach so wie zur Oberstufenzeit, Abi-Zeit einfach durch den Tag laufen. Doesn't work. Kommen wir zu den Lernstrategien und der Mindset. Es gibt nicht die Lernstrategie oder die Lernmethode und die Lehramtsfächer sind auch unterschiedlich. Ich kann jetzt nur für Englisch, Informatik und Bildungswissenschaften sprechen, aber ich denke, das meiste überschneidet sich und ist auch so ein bisschen ähnlich. Zusammenfassungen und passives Lernen, wie wir das in der Oberstufe gemacht haben, funktioniert nicht mehr so. Ich finde, das ist keine effektive Methode und ist auch einfach nur zeitaufwendig, denn du investierst nochmal extra Zeit, um diese Zusammenfassung zu machen und dann noch mehr, wenn du das schön ästhetisch, kalligrafie-mäßig machen möchtest. I don't have time for that. I really don't have time for that. Und ich habe das auch in den ersten Semestern gemerkt, dass es nicht funktioniert. Ich bin umgestiegen auf die Active Recall Spaced Repetition Lernstrategie. Active Recall bedeutet das aktive Aufrufen und Spaced Repetition wiederholen, aber in Zeitabständen. Es gibt eine App, die das gut kombiniert und die nennt sich Anki. Anki ist eine Karteikärtchen-App, wo du genau diese 2 Sachen integrieren kannst und die fragen dich dann in
kontinuierlichen und in regelmäßigen Abständen diese Karteikarten ab. Also es gibt verschiedene Kategorien. Einmal gut, einfach und ich glaube das andere war schwer. Und je nachdem kriegst du dann die Karteikarte in 10 Minuten, nach einem Tag, nach 3 Tagen wieder, damit du diese Sachen nicht vergisst. Und ich finde, das ist sehr effektiv. Das habe ich jetzt auch schon für Englisch und Bildungswissenschaften benutzt und auch eine gute Note erzielt. Und manchmal habe ich mich wirklich gefreut, dass ich da eine Karteikarte jedes Mal nach der Einheit gemacht habe, weil ich dann wenig machen musste, als es zur Klausurenphase kam und ich dann einfach nur die wiederholen konnte. Aber ich benutze Anki nicht mehr, konnte keine Screenshots machen, auch keine Bilder hinzufügen. Also es hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe ein Android und Windows Laptop, vielleicht deswegen. Ich habe es bei anderen gesehen, die ein iPad haben, dass es irgendwie geht. So, I don't know. Aber auf jeden Fall benutze ich Study Smarter. Das ist eine deutsche App und da funktioniert es auch. Du kannst Screenshots machen, kannst Bilder hinzufügen, du kannst ein Quiz am Ende machen. Das hat mir sehr geholfen, vor allem bei Bildungswissenschaften, als ich dann für die Klausur lernen musste und dann zwischen der letzten Abgabe und der Klausur lagen fast 2 Monate und ich hätte das meiste vergessen, hätte ich die Kartei catchen müssen und ich konnte damit üben und dann habe ich den Quiz gemacht und es ging sehr gut und genau, also ich finde Study Smarter bzw. Anki, Active Recall Spaced Repetition, eine sehr gute Methode. Du kannst es mal ausprobieren. Ich werde noch ein ausführliches Video dazu machen, wie man dafür lernt und wie die App funktioniert. Dann solltest du herausfinden, ob du in den Vorlesungen gehst. Ich kenne viele, die gehen nicht in den Vorlesungen. Dann gibt es manche, die gehen in jede Vorlesung bzw. schauen sich jede an und dann machen das manche so wie ich und gucken sich die ersten 3 bis 4 Wochen an und dann entscheiden, ob es was für sie ist oder nicht. Mir jedes Video angeschaut und Notizen gemacht, also habe ich in doppelter Geschwindigkeit geguckt. Danach habe ich komplett aufgehört, denn ich kann besser alleine lernen, also im Selbststudium. Für Bildungswissenschaften hat es funktioniert. Ich habe damit Zeit gespart, weil für Bildungswissenschaften habe ich extra diese 1,5 Stunden gebraucht, um mir das anzuschauen und dann das nochmal nachzubereiten. Deswegen, das hat für mich nicht funktioniert. Guck, ob es für dich passt. Ich werde in Informatik genau das Gleiche machen, in den ersten 3 bis 4 Wochen reingehen und gucken, funktioniert das für mich, gucke ich mir nur das Video an, mache ich alles selber. Mache nicht den Fehler und lerne alles zur Klausurenphase, dann hast du so einen großen Batzen und das ist nicht so wie beim Abi. Es ist viel mehr Stoff, was du lernen musst. Deswegen ist es nicht gut, wenn du alles bis zum Ende abwartest. Deswegen lerne langsam kontinuierlich. Benutze die Spaced Repetition Methode oder finde dein System. Aber auf jeden Fall macht das nicht. Mach dich nicht am Anfang verrückt. Am Anfang kommen so viele Informationen auf dich zu. Es ist neu, es ist ein ganz anderes System. Es ist nicht mehr wie in der Schule. Mach dich nicht verrückt wegen den CPs oder dass du nicht in Regelstudienzeit studieren kannst oder dich mit anderen vergleichst. Ich zum Beispiel werde wahrscheinlich nicht in Regelstudienzeit studieren, weil ich auch ein Auslandssemester machen möchte, weil ich ein paar Kurse vorziehen musste, ein paar nach hinten, ein paar musste ich droppen, weil es zu viele waren. Also es gibt manche Fächer, die haben einfach mehr Inhalt oder mehr Kurse als die anderen und das siehst du auch, wenn du mit anderen redest und deswegen focus on yourself. Ich habe am Anfang mich die ganze Zeit mit anderen verglichen. Finde deine eigene Geschwindigkeit, find your pace und do you. Das brauchst du einfach im Studium, sonst kriegst du die Krise. Sind nicht das Einzige im Leben. Es gibt einfach so Fächer, du musst da einfach nur durchkommen. Bei mir ist es zum Beispiel Linguistics. Alle Leute, die Linguistics haben, wissen, wie ekelhaft einfach Linguistik ist. Und da möchte ich einfach nur bestmöglich durchkommen. Da möchte ich nicht die beste Note haben. Es werden solche Kurse in deinem Fach geben. Wenn du da jetzt nicht die beste Note hast, das ist auch nicht schlimm. Keep going. Dann würde ich noch sagen, eine Auszeit gönnen. Kümmere dich um deine Gesundheit. Habe einen Self-Care-Day oder einfach einen Tag, wo du nichts für die Uni machst. Und dann komme ich auch zum nächsten Punkt. Die hat ein großes Angebot. Ich habe letztes Semester Jiu-Jitsu gemacht und es war einfach so lustig und ich habe auch 2 Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Und du findest auch eine Sportart bzw. Aktivität für dich. Es gibt Schauspieltraining, Basketball, Massagekurs, Hip-Hop. Schau dir die Liste an und mach was. Es macht echt Spaß. Und dann gibt es auch sehr viele studentische Initiativen und AGs von Debattieren zu Schülerpart. Schau es dir an, probier aus, Trial and Error und finde das, was für dich passt. Nimm auch Hilfe an, beziehungsweise frage nach Hilfe, wenn du mal nicht weiterkommst oder ein bisschen Hilfe beim Schreiben brauchst. Du hast gerade eine Hausarbeit gemacht, du hast ein Essay geschrieben und weißt nicht, wie das funktioniert. Dann geh zum Schreibzentrum. Das gibt es für Deutsch und Englisch.
nicht. Es gibt die psychologische Beratung, also falls du irgendwelche Mental Health Probleme hast, frage deine Professoren, frage Kommilitonen, frage die im höheren Semester. Es gibt Pro-L-Workshops. Ich fand die letztes Semester sehr cool, aber ich habe die Deadline verpasst. Dieses Semester will ich es anders machen, aber ich zeige hier mal die Liste von den vergangenen Pro-L-Workshops. Brauchst du einen Laptop? Brauchst du ein Tablet? Was ist besser? Ich hatte in den ersten 2 Semestern einen Laptop und es hat gut funktioniert. Entweder du kaufst dir einen Laptop und benutzt das für die Uni und das reicht auch vollkommen aus. Oder du kaufst dir ein iPad, das haben auch viele Leute. Das ist leichter mitzutragen. Du kannst auf den Folien mitschreiben und Notizen machen. Und genau. Du kannst auch eine Tastatur dazu bekommen, falls du das einfacher findest. Oder du hast einen Laptop und ein iPad. Ich habe mir jetzt auch ein iPad zugelegt, damit ich das in der Uni mitnehme und dort auf den Folien schreibe. Ich brauche das auch für meine Videos. Und generell ist es einfach einfacher. Ich kriege immer Rückenschmerzen. Meine Tasche ist immer voll, vor allem wenn wir so lange in der Uni sind, jetzt wo es in Präsenz stattfindet. Deswegen wäre mein Laptop nicht mehr so ideal. Ich würde es nur zu Hause benutzen. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist teuer. Also mein Laptop hat schon viel gekostet. Und jetzt noch ein iPad dazu. iPads sind teuer, vor allem wenn du gute möchtest mit 4 GB. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, die Seite Grover zu benutzen. Dort kannst du elektronische Geräte mieten für 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate. Und wenn du es dann noch länger haben willst, kannst du es gegebenenfalls kaufen. Ich werde das so ausprobieren und bezahle mit dem Apple Pencil 25 € im Monat, also ich finde das nicht schlecht. Ich habe jetzt 32 GB, wusste nicht, dass es zu wenig ist, aber you know, I'm not an Apple person. Und ich werde jetzt mal gucken, wie das so funktioniert. Wenn du diese 800, 900 € nicht hast, um das direkt zu kaufen, dann würde ich das mit dem Mieten anfangen. Ich würde sagen, du gehst diese 4 Schritte durch. Erstmal wartest du ab, bis dein Professor dir sagt, du brauchst das Buch. Wenn er sagt, du brauchst es schon vorher, dann geh diese 4 Schritte durch. Erstens, du guckst in der Unibib, ob es vorhanden ist, sei es eine physikalische Kopie oder online. Letztes Jahr habe ich gar kein Buch gekauft und in Englisch müssen wir viel lesen und Bildungswissenschaften genauso. Ich habe alles online gefunden. Wenn das nicht vorhanden ist, dann würde ich sagen, du googelst es und schreibst einfach daneben PDF oder EPUB. Da habe ich meine 2 oder 3 Englischbücher gefunden. Ich habe die gar nicht gekauft. Wenn das nicht funktioniert, es gibt eine Lehramtsgruppe auf Facebook, da kannst du auch nachschauen und fragen, ob jemand dieses Buch hat und verkaufen möchte. In Englisch zum Beispiel braucht man auch sehr viele Readers. Ich habe jetzt auch alte Reader und könnte die gegebenenfalls nochmal für die Hälfte verkaufen. So, just ask people. Letzter Schritt ist, guck bei Studibuch oder Medimob. Studibuch verkauft gebrauchte Bücher von Studenten und Medimob ist einfach nur gebrauchte Bücher generell. Guck dort nochmal nach und wenn diese 4 Schritte nicht funktionieren, dann kannst du dir ein Buch kaufen oder einfach mit Büchern generell arbeitest, dann ja, kaufst dir, aber it is not necessary und du findest irgendwie die Bücher, du musst einfach nachschauen und eine Recherche machen. Wie gesagt, ich werde weiterhin die ersten 4 Punkte abklappern, weil ich Schmerzen bekomme und ich das nicht mag und ich mag eine leichte Tasche. Ich werde mehr Videos machen zum Thema Lehramt, Organisation, Time Management, Materialien, Ressourcen, welche Apps ich benutze, was mir sehr geholfen hat, die Lernstrategien und dann habe ich auch gesagt zu Google Classroom, Google Calendar und Notion, Study Smarter. Ich werde auch Videos zu BWA 101, so einen Crashkurs drehen und wie man richtig zitiert, schneller liest, weil diese Sachen muss ich mir aneignen oder wie man Word formatiert und die würde ich einfach weiterleiten, damit ihr einen smootheren Einstieg habt. Und wenn es dir gefallen hat, dann ja, bleib einfach dran und guck dir meine Videos weiter an und ich hoffe, es hat dir geholfen. Wie gesagt, ich bin kein Experte, ich bin nur eine Lehramtsstudentin mit einem YouTube-Kanal. Erfolg nicht garantiert. Ich versuche natürlich ein paar Tipps weiterzugeben, damit du nicht so abkratzen musst im ersten Semester wie ein paar andere von uns. Und ja, that's a wrap and see you around. And you already know the drill. Give it a thumbs up, put your notifications bell on, let me know in the comment section below what you would like to see more of. Ich war schließlich an der Uni!